Lektion 1. Yoga-Entspannung. Ich liebe Yoga. Es hilft mir, mich zu entspannen und meine Flexibilität zu verbessern. Das ist genial. Ich habe auch darüber nachgedacht, mit Yoga zu beginnen. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Es ist so wohltuend für Körper und Geist. Ich habe gehört, dass es wirklich beim Stressabbau helfen kann. Genau. Außerdem eignen sich die verschiedenen Posen hervorragend zur Stärkung der Muskeln. Das könnte ich in meiner täglichen Routine gebrauchen. Wie oft übst du? Ich versuche es ein paar Mal pro Woche zu machen. Es fühlt sich unglaublich an. Vielleicht schließe ich mich dir an. Es wäre toll, einen Yogakumpel zu haben. Unbedingt. Lass uns bald eine gemeinsame Sitzung planen. Lektion 2. Reisetipps. Jeder Passagier darf ein Handgepäck für den Flug mit sich führen. Das ist gut zu wissen. Ich mache mir immer Sorgen, zu viel zu packen. Ich auch. Es ist eine Herausforderung, alles in eine Tasche zu packen. Ich mache gerne eine Liste, bevor ich packe, um organisiert zu bleiben. Das ist klug. Ich sollte damit anfangen, um Stress zu vermeiden. Es hilft wirklich. Außerdem stellt es sicher, dass ich nichts vergesse. Ich werde diesen Tipp auf jeden Fall für meine nächste Reise ausprobieren. Lassen Sie uns unterwegs unbedingt Reisehinweise teilen. Ganz gewiss. Reisen ist mit guter Planung immer besser. Lektion 3. Auf dem Laufenden bleiben. Es ist wichtig, über aktuelle Themen auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, lassen Sie uns diese Themen weiterhin regelmäßig diskutieren. Ich glaube, dass Wissen Macht ist, besonders in der heutigen Welt. Unbedingt. Je mehr wir wissen, desto bessere Entscheidungen können wir treffen. Ich finde es toll, dass wir Ideen austauschen und voneinander lernen können. Dadurch bleiben unsere Gespräche interessant und bedeutungsvoll. Machen wir es uns zur Gewohnheit, jede Woche über etwas Neues zu sprechen. Das fände ich toll. Es wird uns beiden helfen, zu wachsen und mehr zu verstehen. Großartig! Ich freue mich auf unsere nächste Diskussion. Lektion 4. Vielfältige Erfahrungen. Die Gegend ist sehr vielfältig, wenn Sie ein paar Meilen nördlich von Toronto fahren. Ja, es ist faszinierend, verschiedene Kulturen und Gemeinschaften zu sehen. Jedes Viertel hat seinen eigenen Charakter und Charme. Ich liebe es, neue Orte zu erkunden und etwas über ihre Geschichte zu lernen. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund in Kontakt zu treten. Ich stimme voll und ganz zu. Vielfalt bereichert unser Leben in vielerlei Hinsicht. Machen wir einen Plan, um einige dieser Stadtteile gemeinsam zu besuchen. Das fände ich toll. Das wird ein Abenteuer voller Entdeckungen. Unbedingt! Ich kann es kaum erwarten, alles mit dir zu erleben. Lektion 5. Wunderschöne Landschaften. Neuseeland hat viele wunderschöne Landschaften, die durch einen schmalen Wasserkanal getrennt sind. Ja, es ist atemberaubend. Ich habe Bilder von der atemberaubenden Landschaft gesehen. Die Berge und Strände sehen aus wie etwas aus einem Gemälde. Ich würde die Schönheit gerne persönlich besuchen und erleben. Es steht definitiv auf meiner Reiseliste. Die Natur dort ist unglaublich. Wir sollten eine Reise planen.
Es wäre ein unvergessliches Abenteuer. Ich kann mir schon vorstellen, auf diesen tollen Wegen zu wandern. Und die frische Luft genießen und dabei die Aussicht genießen. Lass uns weiter von unseren zukünftigen gemeinsamen Reisen träumen. Lektion 6. Reiseideen. Ja, bitte achten Sie darauf, vor dem Betreten die richtige Badekleidung zu tragen und zu duschen. Gibt es noch etwas, das du unserer Reiseroute empfehlen würdest? Definitiv. Der Besuch lokaler Märkte kann uns einen Vorgeschmack auf die Kultur geben. Das klingt lustig. Ich liebe es, Unikate zu entdecken und Streetfood zu probieren. Ja, und wir sollten auch einige Outdoor-Aktivitäten in Betracht ziehen, um die Landschaft zu genießen. Wandern oder Radfahren könnte eine großartige Möglichkeit sein, die Landschaften aus nächster Nähe zu betrachten. Ich stimme zu. Es geht darum, auf unseren Reisen unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Und je mehr wir erforschen, desto mehr Geschichten werden wir später erzählen müssen. Genau. Machen wir eine Liste mit all den Dingen, die wir tun und sehen wollen. Lektion 7. Abenteuer an der Küste. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, eine Bootstour entlang der Küste zu unternehmen? Wow, das klingt nach einer unglaublichen Erfahrung. Vom Wasser aus gibt es so viel zu sehen. Definitiv. Die Aussicht muss atemberaubend sein, wenn sich die Wellen und der Himmel am Horizont treffen. Ich kann mir die frische Meeresbrise und das Geräusch von plätscherndem Wasser vorstellen. Es ist eine einzigartige Perspektive, die eine ganz andere Art bietet, die Natur zu schätzen. Außerdem gibt es entlang der Küste oft interessante Tierbeobachtungen. Genau. Jeder Moment auf dem Wasser ist voller Aufregung und Entdeckung. Ich würde diese Erinnerungen gerne mit Fotos und Geschichten festhalten, um sie später zu teilen. Es gibt wirklich so viel zu tun und jedes Abenteuer bereichert unsere Reise. Lektion 8. Kardiofokus. In letzter Zeit mache ich hauptsächlich Cardio wie Laufen und Radfahren. Das klingt toll. Cardio ist so vorteilhaft für die allgemeine Gesundheit. Ja, und zusätzlich habe ich angefangen, auch etwas Krafttraining einzubauen. Das ist ein kluger Schachzug. Krafttraining ergänzt das Cardiotraining wirklich. Es hilft beim Muskelaufbau und verbessert gleichzeitig die Ausdauer, was eine Win-Win-Situation ist. Ich stimme zu. Außerdem hält es die Routine frisch und aufregend. Genau. Ich liebe es, Dinge zu ändern, um meine Motivation hochzuhalten. Haben Sie irgendwelche Veränderungen bemerkt, seit Sie mit dieser neuen Routine begonnen haben? Definitiv. Ich fühle mich energischer und meine Ausdauer hat sich deutlich verbessert. Lektion 9. Reflexionszeit. Ich finde, dass die ruhige Zeit es mir ermöglicht, über meine Gedanken und Gefühle nachzudenken. Das ist wunderbar. Das gibt dir Klarheit darüber, was wichtig ist. Ja, es ist erstaunlich, wie viel wir in diesen Momenten über uns selbst lernen können. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wie eine Mini-Therapiesitzung. Genau. In meiner ruhigen Zeit komme ich oft auf neue Ideen. Es ist faszinierend, wie unser Verstand funktioniert, wenn wir langsamer werden. Haben Sie während Ihrer Reflexionszeit versucht, ein Tagebuch zu führen? Hab ich. Dinge aufzuschreiben hilft mir wirklich, meine Gefühle zu verarbeiten. Das ist eine tolle Idee.
Ich könnte auch mit dem Tagebuchschreiben beginnen, um mehr Klarheit zu schaffen. Lektion 10. Rezeptgeschichten. Wie wäre es, wenn Sie jedem Rezept einige persönliche Geschichten oder Anekdoten beilegen? Das wäre fantastisch. Es verleiht dem Kochen eine persönliche Note. Genau. Das Teilen von Erinnerungen macht die Rezepte verständlicher. Außerdem kann es andere dazu inspirieren, ihre eigenen Geschichten in der Küche zu kreieren. Ich liebe diese Idee. Essen ist oft mit unseren Lebenserfahrungen verbunden. Ja, es bringt Menschen auf so sinnvolle Weise zusammen. Lassen Sie uns ein paar Geschichten überdenken, die wir in unsere Lieblingsgerichte aufnehmen können. Ich kann es kaum erwarten. Das wird unsere Kochsitzungen noch spezieller machen. Unbedingt. Kulinarisches Geschichtenerzählen kann eine wunderschöne Kunstform sein. Lektion 11. Online-Verkaufstrends. Es scheint, als ob der Online-Verkauf auf dem Markt weiterhin dominieren wird. Ja, der Komfort des Online-Shoppings ist kaum zu übertreffen. Viele Menschen bevorzugen es, von zu Hause auszustöbern, anstatt in Geschäfte zu gehen. Genau. Außerdem gibt es oft bessere Angebote online. Es ist faszinierend, wie sich Unternehmen an diesen Trend anpassen. Ja, und sie nutzen soziale Medien, um Kunden effektiv zu erreichen. Ich denke, es ist wichtig, dass lokale Geschäfte auch online präsent sind. Ich stimme zu. Es hilft ihnen, in diesem digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig zu sein. Lassen Sie uns im Auge behalten, wie sich das in den kommenden Jahren entwickelt. Lektion 12. Führung und Opferbereitschaft. Ich habe nichts zu bieten außer Blut, Mühe, Tränen und Schweiß. Das sind starke Worte. Das zeigt echtes Engagement für eine Sache. Ja, Führung erfordert oft große Opfer und Widerstandsfähigkeit. Es ist inspirierend. Führungskräfte, die sich engagieren, können andere motivieren. Genau. Sie geben den Ton für harte Arbeit und Ausdauer an. Es ist bemerkenswert, wie viel Einfluss eine entschlossene Führungskraft haben kann. Ich glaube, dass Engagement Veränderungen in Gemeinschaften auslösen kann. Unbedingt. Es ist wichtig, Führungskräfte zu haben, die sich wirklich darum kümmern. Lassen Sie uns besprechen, wie wir diese Werte in unserem eigenen Leben verkörpern können. Lektion 13. Abenteuerplanung. Camping könnte das Abenteuer noch verstärken, aber es ist gut, auch Hoteloptionen zu haben. Das ist wahr. Beide Erlebnisse bieten einzigartige Vorteile. Beim Camping können wir uns auf besondere Weise mit der Natur verbinden. Und der Aufenthalt in einem Hotel bietet Komfort und Bequemlichkeit. Es ist schön, eine Mischung aus Optionen für verschiedene Stimmungen zu haben. Genau. An manchen Tagen willst du Abenteuer, an anderen Tagen willst du Entspannung. Lassen Sie uns eine Reise planen, die beide Erlebnisse beinhaltet. Das fände ich toll. Das wäre ein aufregender Kurzurlaub. Definitiv. Wir können das Beste aus beiden Welten genießen. Lektion 14. Kultureller Respekt. Ja, ich habe einige Nachforschungen angestellt, um sicherzustellen, dass ich Ihre Sitten respektiere. Das ist wirklich wichtig. Kultur zu verstehen macht einen großen Unterschied. Unbedingt. Es zeigt Respekt und Wertschätzung für Ihre Lebensweise.
Ich stimme zu. Es hilft, Vertrauen und Beziehungen zu anderen aufzubauen. Außerdem bereichert es unsere eigenen Erfahrungen, wenn wir etwas über verschiedene Kulturen lernen. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie vielfältig unsere Welt ist. Ich denke, wir sollten uns immer bemühen, kulturbewusst und sensibel zu sein. Definitiv. Es macht uns zu informierteren und einfühlsameren Menschen. Lasst uns weiter neue Kulturen erkunden und von ihnen lernen. Lektion 15. Bring ein Buch. Das ist eine gute Idee. Ich hätte ein Buch für diese Reise mitbringen sollen. Ja, ein gutes Buch kann das Warten so viel angenehmer machen. Ich liebe es, mich auf Reisen in eine Geschichte zu verlieren. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben und zu entspannen. Unbedingt. Bücher sind eine großartige Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Ich werde es auf jeden Fall in Zukunft zu einem Teil meiner Reiseroutine machen. Lektion 16. Einblicke in das Marketing. Hallo, hast du die neue Marketingkampagne gesehen? Ja, es ist ziemlich beeindruckend. Sie haben das Targeting wirklich getroffen. Ich stimme zu. Die Grafik und die Botschaft sind sehr ansprechend. Es ist toll zu sehen, wie Sie effektiv mit Ihrem Publikum in Kontakt treten. Ich denke, Sie haben fantastische Arbeit geleistet, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu verstehen. Ja, und es ist klug, Daten zur Umsetzung Ihrer Strategien zu verwenden. Ich bin gespannt, wie sich diese Kampagne in den nächsten Monaten entwickelt. Ich auch. Es wird interessant sein, die Ergebnisse zu analysieren. Lassen Sie uns diese Trends weiter diskutieren, während sie sich entwickeln. Lektion 17. Kindheitserinnerungen. Als ich ein Kleinkind war, bekam ich eine Stoffpuppe, die sehr schlicht war. Das klingt bezaubernd. Manchmal haben einfache Spielzeuge die besten Erinnerungen. Ja, es trug ein schlichtes Kleid, aber es bedeutete mir die Welt. Es ist erstaunlich, wie ein kleiner Gegenstand so viel sentimentalen Wert haben kann. Unbedingt. Diese Puppe war in meiner Kindheit mein ständiger Begleiter. Das kann ich mir vorstellen. Es muss beruhigend gewesen sein, es bei sich zu haben. Das war es wirklich. Ich denke, diese frühen Erinnerungen prägen, wer wir sind. Definitiv. Es ist schön, von deiner Verbindung zu dieser Puppe zu hören. Danke. Diese Erinnerungen zaubern mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Lektion 18. Überprüfung des Vorschlags. Hallöchen. Ich habe den Vorschlag geprüft und habe einige Bedenken. Oh, wirklich? Über welche speziellen Bereiche machst du dir Sorgen? Mir ist aufgefallen, dass einige Haushaltsvoranschläge etwas optimistisch erscheinen, was riskant sein könnte. Das ist ein berechtigtes Argument. Es ist wichtig sicherzustellen, dass unsere Prognosen realistisch sind. Genau. Wir müssen auf unerwartete Kosten vorbereitet sein, die entstehen könnten. Was wäre Ihrer Meinung nach eine vernünftige Anpassung des Haushalts? Ich glaube, wir sollten den Notfallfonds erhöhen, um alle Überraschungen abzudecken. Das klingt klug.
Es ist besser, in diesen Angelegenheiten auf Nummer sicher zu gehen. Einverstanden. Nehmen wir diese Änderungen vor und legen sie dann erneut zur Genehmigung vor. Lektion 19. Beitrag zur Entwicklung. Ich denke, wir haben alle eine Art Lebenserfahrung, um zu Hilfe und Entwicklung beizutragen. Unbedingt. Unsere einzigartigen Perspektiven können die Diskussion und die Lösungen bereichern. Es ist wichtig, dass wir unsere Fähigkeiten und unser Wissen zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen. Ja, jeder kleine Beitrag kann im Laufe der Zeit erhebliche Auswirkungen haben. Ich glaube, Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Definitiv. Die Zusammenarbeit verbessert unsere Effektivität und Reichweite. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir unsere Stärken in diesem Projekt besser nutzen können. Tolle Idee. Es wird spannend sein zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können. Ich freue mich darauf, etwas Positives zu bewirken. Lektion 20. Zeitungsartikel. Ich liebe es, die Ergebnisse vieler Spiele und Wettbewerbe in der Sportabteilung zu lesen. Das ist immer aufregend. Es hält dich über deine Lieblingsteams auf dem Laufenden. Genau. Aber ich mag auch den Unterhaltungsbereich der Zeitung. Ja, es ist faszinierend zu sehen, welche Filme und Serien im Trend liegen. Ich entdecke gerne Neuerscheinungen und bevorstehende Veranstaltungen in diesem Bereich. Es ist eine großartige Möglichkeit, Wochenendaktivitäten oder Filmabende zu planen. Hast du in letzter Zeit gute Filme gesehen, die gezeigt wurden? Ich habe ein paar der neueren gesehen. Ich kann es kaum erwarten, meine Gedanken zu teilen. Lasst uns unsere Notizen vergleichen und bald einen Filmabend planen. Lektion 21. Niesetikette. Neulich niest jemand direkt vor mir, ohne den Mund zu bedecken. Oh nein, das ist so unhöflich. Es ist wichtig, gute Hygiene zu praktizieren. Ich hielt nur eine Sekunde lang den Atem an und versuchte Keimen auszuweichen. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist immer besser, in solchen Situationen vorsichtig zu sein. Unbedingt. Ich denke, wir sollten alle mehr darauf achten, wie wir niesen. Ja, eine einfache Geste wie das Bedecken des Mundes kann die Ausbreitung von Krankheiten verhindern. Genau. Es gehört dazu, in der Öffentlichkeit rücksichtsvoll gegenüber anderen zu sein. Erinnern wir uns gegenseitig daran, gute Gewohnheiten zu praktizieren, besonders während der Grippesaison. Tolle Idee. Es geht darum, dass alle gesund und sicher sind. Lektion 22. Herausforderungen bei der Zusammenarbeit. Ich denke, die Zusammenarbeit kann darunter leiden, wenn die Kommunikation zusammenbricht. Das ist ein gutes Argument. Klare Kommunikation ist für eine erfolgreiche Teamarbeit unerlässlich. Ja, ohne sie können Missverständnisse zu Frustration unter den Teammitgliedern führen. Genau. Wir müssen sicherstellen, dass alle auf derselben Wellenlänge sind. Ich glaube, regelmäßige Check-ins könnten dazu beitragen, offene Kommunikationswege aufrechtzuerhalten. Das ist ein toller Vorschlag. Es würde uns ermöglichen, alle Probleme frühzeitig zu lösen. Lassen Sie uns diese Strategie in unserem nächsten Projektmeeting umsetzen. Ich bin ganz dafür. Die Sicherstellung einer effektiven Zusammenarbeit wird zu besseren Ergebnissen führen. Unbedingt. Zusammen können wir so viel mehr erreichen. Lektion 23. Vom Licht geblendet.
Ich ging die Straße entlang, als sich plötzlich mein ganzes Gesicht anfühlte, als würde es von etwas Intensivem getroffen. Zuerst wusste ich nicht, was passiert war. Es war, als wäre die Welt um mich herum verschwunden. Ich erinnere mich, dass ich mich völlig blind fühlte, nicht sehen konnte, und es war ziemlich beängstigend. Es muss eine surreale Erfahrung gewesen sein, zu verstehen, was in diesem Moment vor sich ging. Ja, mein Herz raste, als ich versuchte, meine Sinne wieder zu erlangen und mich fragte, ob ich jemals wieder klar sehen würde. Diese Art von Orientierungslosigkeit kann überwältigend sein. Es ist, als würde man in eine andere Realität geworfen. Nach ein paar Augenblicken begann ich mich anzupassen und langsam begann Licht wieder in mein Sichtfeld einzudringen. Diese Erleichterung muss unglaublich gewesen sein. Die Wiedererlangung ihres Sehvermögens kann sich wie eine zweite Chance anfühlen. Genau. Ich atmete tief durch und war dankbar, die vertrauten Sehenswürdigkeiten um mich herum wiederzusehen. Lektion 24. Lokales Flair. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, auf Reisen in die lokale Kultur einzutauchen. Unbedingt. Das Probieren von lokalem Streetfood ist eine der besten Möglichkeiten, einen Ort authentisch zu erleben. Ich erinnere mich an diesen einen Markt, auf dem der Duft von Gewürzen die Luft erfüllte und mir das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Das klingt herrlich. Die Interaktion mit den Anbietern verleiht dem Erlebnis eine persönliche Note. Ja, sie teilen Geschichten und Rezepte, die dich mit dem Herzen der Community verbinden. Es ist, als würde man bei jedem Bissen die Geschichte und Traditionen der Kultur probieren. Genau. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte und ich liebe es, die einzigartigen Aromen verschiedener Regionen zu entdecken. Und ist es nicht wunderbar, wie Essen Menschen zusammenbringen und Erinnerungen schaffen kann, die ein Leben lang halten? Unbedingt. Ich gehe immer mit einem Gefühl der Erfüllung und dem Wunsch, mehr zu entdecken. Lektion 25. Kreative Reise. Ich bin mir sicher, dass Sie tolle Kunst schaffen werden, besonders wenn Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Danke. Ich glaube, dass es genauso wichtig ist, den Prozess zu genießen wie das letzte Stück. Es ist so wahr, die Freude am Schaffen kann unglaublich erfüllend und befreiend sein. Wenn ich in die Kunst eintauche, verliere ich oft den Überblick über die Zeit und bin völlig in den Moment versunken. Dieser tiefe Fokus lässt Ihrer Kreativität freien Lauf und führt zu unerwarteten Ergebnissen. Genau. Jeder Pinselstrich fühlt sich an wie ein neues Abenteuer, das darauf wartet, sich zu entfalten. Und diesen Prozess mit anderen zu teilen, kann Sie dazu inspirieren, Ihre eigene Kreativität zu entdecken. Ja, Kunst hat eine einzigartige Art, Menschen durch gemeinsame Erfahrungen und Emotionen zu verbinden. Es ist ein wunderschöner Zyklus, in dem Ermutigung zu mehr Kreativität und Inspiration führt. Lektion 26. Selbstfürsorge priorisieren. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, in unserem geschäftigen Leben der Selbstpflege Priorität einzuräumen. Das ist wirklich positiv. Sich Zeit für uns selbst zu nehmen, kann einen großen Unterschied in unserem Wohlbefinden bewirken. Unbedingt. Ich habe angefangen, mir jeden Tag Momente Zeit zu nehmen, um mich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Wie haben sich diese Veränderungen auf Ihr Leben ausgewirkt? Ich fühle mich energiegeladener und konzentrierter und bin bereit, alles in Angriff zu nehmen, was mir in den Weg kommt. Es ist erstaunlich, wie nur ein bisschen Selbstfürsorge unsere Perspektive und Stimmung verändern kann. Ja, ich finde, dass ich produktiver und kreativer bin, wenn ich diese Pausen mache. Und es ist eine großartige Erinnerung daran, dass wir es verdienen, auch auf uns selbst aufzupassen.
Genau. Es ist wichtig, auf unsere Bedürfnisse zu hören und freundlich zu reagieren. Lektion 27. Szenische Reisen. Züge sind eine sehr bequeme Art zu reisen, besonders wegen der malerischen Aussichten auf dem Weg. Ich stimme voll und ganz zu. Es hat etwas Magisches, zu beobachten, wie sich die Landschaft vor dem Fenster verändert. Es ist wie ein bewegtes Bild, das die Schönheit der Natur in jedem Bild einfängt. Außerdem bieten Züge oft einen Komfort, der die Reise angenehm macht. Und vergessen wir nicht, wie viel einfacher es ist, sich in einem Zug fortzubewegen als in einem Flugzeug. Ja, Sie können Ihre Beine ausstrecken, herumlaufen und sogar einen Snack zu sich nehmen, wann immer Sie möchten. Busse sind eine weitere Option, obwohl sie etwas weniger luxuriös sein können. Stimmt, aber sie bringen Sie oft an Orte, die Züge nicht erreichen können, was ein einzigartiges Erlebnis ist. Jedes Verkehrsmittel hat seinen Reiz und sie alle zu erkunden kann ihre Reisen bereichern. Lektion 28. Wertvolle Erinnerungen. Ja, ich habe eine ganze Schachtel davon gefüllt mit wertvollen Erinnerungen aus meiner Vergangenheit. Das klingt wunderbar. Es ist erstaunlich, wie greifbare Gegenstände eine so tiefe Bedeutung haben können. Jeder Gegenstand erzählt eine Geschichte und erinnert mich an die Menschen und Momente, die mein Leben geprägt haben. Ich denke so über meine eigenen Erinnerungsstücke. Sie verbinden mich mit meiner Geschichte. Genau. Der Blick durch die Box fühlt sich an wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Es ist, als würde man diese wertvollen Erlebnisse noch einmal erleben und all die Emotionen wieder spüren. Und diese Geschichten mit anderen zu teilen, macht sie noch spezieller. Ja, es ist eine Möglichkeit, unsere Erinnerungen am Leben zu erhalten und weiterzugeben. Ich liebe die Idee, neue Erinnerungen zu schaffen, um diese Sammlung in Zukunft zu erweitern. Lektion 29. Schatten und Donner. Während ich dem Donner lauschte, sah ich mich in meinem Zimmer um und fühlte mich kalt. Die Schatten waren tief und dunkel und schufen eine unheimliche Atmosphäre, die mich beunruhigte. Es war faszinierend, wie der Sturm draußen die Stimmung in meinem Raum veränderte. Ja, wie die Natur in uns so starke Emotionen und Reflexionen hervorrufen kann. Ich fühlte eine Mischung aus Aufregung und Angst und fragte mich, was der Sturm bringen würde. Diese Momente können sowohl aufregend als auch beunruhigend sein, nicht wahr? Definitiv. Es ist eine Erinnerung an die Macht und Unberechenbarkeit der Natur. Und doch hat es eine gewisse Schönheit, einen Sturm von zu Hause aus zu beobachten. Ich stimme zu. Es gibt uns Zeit, nachzudenken und die Ruhe zu schätzen, wenn der Sturm vorüber ist. Lektion 30. Gemütliche Leseecke. Ich liebe die gemütliche Atmosphäre dieses Ortes. Es fühlt sich an wie eine perfekte Flucht vor der Welt. Unbedingt. Die kuratierte Auswahl an Büchern lädt Sie ein, neue Ideen und Geschichten zu entdecken. Jede Ecke hat ihren eigenen Charme und ist daher ein großartiger Ort, um sich in einem guten Buch zu verlieren. Es ist wunderbar, wie ein Raum gleichzeitig Kreativität und Entspannung anregen kann. Ja, ich verliere mich oft in den Seiten und vergesse alles andere. Diese Momente der stillen Besinnung sind in unserem geschäftigen Leben so wertvoll. Und der Komfort eines warmen Getränks macht das Erlebnis noch angenehmer. Es ist, als würden wir uns ein kleines Refugium voller Wissen und Abenteuer schaffen.
Ich könnte Stunden hier verbringen, einfach nur lesen und die Atmosphäre genießen. Lektion 31. Das Leben in der Prärie. Haben Sie sich jemals gefragt, wie die Indianer der Prärieregionen ihr Leben gelebt haben? Ja, ich finde es faszinierend, dass sie für ihr Überleben in erster Linie vom Jagen, Fischen und Sammeln abhängig waren. Genau. Ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen waren unerlässlich, um in einer so riesigen Umgebung erfolgreich zu sein. Es ist beeindruckend, wie sie jeden Teil der Tiere, die sie gejagt haben, genutzt haben. Nichts wurde verschwendet. Und auch die Fischerei war von entscheidender Bedeutung. Flüsse und Seen versorgten sie mit einer beständigen Nahrungsquelle. Unbedingt. Das Sammeln von Wildfrüchten und Pflanzen sorgte für Abwechslung in ihrer Ernährung und war für die Ernährung unerlässlich. Können Sie sich die Teamarbeit vorstellen, die mit diesen Aktivitäten verbunden ist? Familien und Stämme müssen eng zusammengearbeitet haben. Ja, Zusammenarbeit war entscheidend. Sie tauschten ihr Wissen über das Land und die Ressourcen aus und sorgten dafür, dass alle davon profitierten. Es ist bemerkenswert, wie tief Ihr Lebensstil mit der Natur verbunden war. Lektion 32. Flugzeit. Das ist großartig. Ich will meinen Flug nicht verpassen. Mach dir keine Sorgen, du hast viel Zeit. Der Flughafen ist nur eine kurze Autofahrt entfernt. Bist du sicher? Ich möchte wirklich nicht überstürzt durch die Sicherheitskontrolle gehen. Unbedingt. Wir haben noch eine Stunde, bis das Boarding beginnt. Ich kann nicht glauben, dass ich fast meinen Reisepass vergessen hätte. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Das passiert den Besten von uns. Denken Sie daran, Ihr Gepäck noch einmal einzuchecken. Guter Punkt. Ich sorge dafür, dass ich alles habe, was ich brauche. Und entspann dich. Du wirst auf dem Weg sein, bevor du dich versiehst. Danke, dass du mich ruhig gehalten hast. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Lektion 33. Sprachbarrieren. Weißt du, an einigen Reisezielen gab es Einheimische, die überhaupt kein Englisch sprachen. Wirklich. Das muss die Kommunikation erschwert haben. Anfangs war es so, aber grundlegende Sätze halfen sehr. Das ist interessant. Welche Sätze hast du gelernt? Einfache Worte wie Hallo und Danke haben viel erreicht. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Einheimischen das Eis brechen würde. Genau, sie schätzten die Mühe und es eröffnete Gespräche. Das ist eine großartige Strategie für Reisende. Definitiv. Es hat die Erfahrung viel angenehmer gemacht. Lektion 34. Modeentscheidungen. Du solltest in Betracht ziehen, ein Wickelkleid auszuprobieren. Sie sind so vielseitig. Wirklich. Das habe ich gehört, aber ich habe noch nie einen anprobiert. Sie werden überrascht sein, wie schmeichelhaft sie für jeden Körpertyp sein können. Das klingt vielversprechend. Fühlen Sie sich auch wohl? Sehr. Sie können sie für jeden Anlass schick oder lässig anziehen. Genau das brauche ich für meine bevorstehende Reise. Außerdem sind sie einfach zu packen, was ein Bonus ist. Ich liebe das. Weniger Stress auf Reisen ist immer gut. Definitiv. Lass uns bald einen Einkaufsbummel planen.